Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute habe ich wieder ein Unboxing für dich. Und neben dem Mercedes AMG GT3 von Tamiya, da zeige ich dir auch noch das Detailset von Hobby Design. Und es wird ein bisschen anders wie sonst. Also, bis gleich! Der Mercedes AMG GT3 ist ein reinrassiger Rennwagen für Sprint- und Langstreckenrennen, der erstmals 2015 auf dem Genfer Autosalon präsentiert und Ende des gleichen Jahres bereits an Kundenteams ausgeliefert wurde. Ende 2019 bekam das Fahrzeug ein kleines Facelifting mit dem Evo-Paket, das sich äußerlich mit einem größeren Kühlergrill und anderen Scheinwerfern erkennbar macht. Der Flitzer ist 4,7 Meter lang, 2 Meter breit und 1,2 Meter hoch. Angetrieben wird er von einem V8 Saugmotor mit einer Leistung von gut 544 PS bei einem maximalen Drehmoment von 650 Newtonmeter. Das alles bei einem Gewicht von 1285 Kilogramm. Das Modell stammt von Tamiya und kam erstmals im Jahr 2017 auf den Markt. Standardmäßig kommt es im Maßstab 1:24 daher und der Bausatz umfasst einen hellgrauen, einen schwarzen, einen silberfarbenen und einen chrombedampften Gussast. Dazu gesellt sich noch einer mit den Klarteilen und die Karosserie. Neben den Reifen findet man noch ein Gitter, selbstklebende Metallsticker und vorgeschnittene Mastikierfolien für die Scheiben im Karton. Wie das nun alles in echt aussieht, das zeige ich dir jetzt. Die Bauanleitung gliedert sich in 31 übersichtliche Schritte und führt so zum fertigen Modell. Das aber nur die Variante des Modells vom Autosalon zulässt. Aber im Zubehörmarkt, da gibt es ja unzählige Details für diese Kiste. Mehr möchte ich eigentlich zur Bauanleitung heute nicht verlieren, weil wer meinen Kanal kennt oder halt Tamiya kennt, der weiß, was einen da erwartet. Stattdessen starten wir doch jetzt gleich mit den Gussästen und da fange ich an mit Gussast Nummer A oder Buchstabe A. Und da habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Auf dem befinden sich nämlich zwei Teile schon von der Karosserie, weil neben diesem Front- und Heckteil, da gibt es aber auch noch da zum Beispiel Teile vom Gitterrohrrahmen und diverse Teile da für Aerodynamik und so weiter. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass es heute ein bisschen anders wird und daher werde ich die zwei Teile mal raustrennen und beiseite legen. Das ist ja schon erledigt, der kommt dann mal zur Seite und dann kommt noch der jetzt auch noch raus muss. So, einmal, zweimal, dreimal und viermal. So. Gut. Weiter geht es jetzt einmal mit dem Gussast B. Und da sieht man schon, da dominiert ganz klar der Unterboden, der neben dem, ich drehe es mir um, der neben dem Diffusor auch noch da so kleine Lufteinlässe am Boden hat, die nachher kein Mensch mehr zu Gesicht bekommt, aber man merkt, dass da sehr genau gearbeitet wurde. Wie auch schon beim ersten Spritzling, da gibt es hier keine Fischhäute. Und auch die Auswurfmarken sind, wenn überhaupt vorhanden, sehr, sehr clever gesetzt. Nicht bei allen Teilen, aber bei den meisten. Der silberne Gussast hört auf den Namen C und beheimatet hauptsächlich Teile, die später im Inneren des Fahrzeugs zu finden sind. So haben wir da die Fahrerkabine mitsamt den Türen. Da diverse Teile für die Aufhängungen und dann noch Sitz und die Bremsscheiben, muss ich wieder umdrehen, so, da die Bremsscheiben. Auch hier macht alles einen sehr, sehr guten Eindruck. So, jetzt kommen wir aber mal zur Karosserie. Diese liegt dem Bausatz einzeln verpackt bei und ist von der Gussqualität einfach der Hammer. Wir haben ganz feine Konturen, ganz wenig Grat, also da ganz leicht auf den Seiten.
Sonst zoome ich euch mal rein. Eben, man hat da ganz einen leichten Grat, der verschliffen gehört. Dann auf der anderen Seite. Und was man da jetzt auch schön sehen kann, ja, da fehlt noch was, haha, vorne und hinten. Und das sind ja die Teile, die haben wir ja vorher schon aus dem Gussast getrennt. Und damit du jetzt einmal sehen kannst, wie gut hier gearbeitet wurde, da klebe ich diese beiden Schürzen jetzt einfach mal an. So. Und siehe da, alles sitzt, passt und hält. Ganz großes Kino sind da die Stöße, also da vorne und da hinten. Die sind nämlich am Original auch da und von daher muss man da nichts mehr spachteln. Also Chapeau an die Ingenieure. Ja, bevor es jetzt zu den letzten beiden Gussästen geht, da habe ich da noch die Reifen. Ja, die sind Standardkost. Da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Und da habe ich dann noch die Maskierfolie für die Scheiben. Die sind schon, wie erwähnt, vorgeschnitten. Und ich frage mich, warum Tamiya das nicht bei allen Masken macht, weil bei der Ducati Panigale, da habe ich das Zeugs selber ausschneiden müssen. Jo, und dann haben wir da noch in diesem Säckchen, da ist dann noch dieses Gitter drinnen, plus die Metallsticker. Ja, der Klarteil-Gussast, der fällt sehr umfangreich aus. Ihr seht, der ist relativ groß. Das hat einerseits damit zu tun, dass das Auto vorne 2 Paar Scheinwerfer hat, aber auch, dass Tamiya die Rückleuchten mehrteilig ausgeführt hat. Und da sage ich euch, das ist wirklich ein wahrer Spaß, die zu lackieren. Jo, und jetzt fehlen nur die Chromteile. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich diese in der Regel immer entlacke und neu verchrome. Hier habe ich das aber nicht gemacht. Du musst wissen, dass ich dieses Modell bereits 7 Mal bauen habe dürfen. Momentan bin ich an der Fertigstellung der letzten 3 und bei keinem habe ich die Chrombedampfung entfernt. Warum? Ganz einfach. Unter anderem müssen die Teile wie der Kühlergrill schwarz lackiert werden und nur die Oberseite da bei diesen dünnen Stegen, die bleibt quasi chromig. Ja. Lackiert habe ich das Ganze mit Lacquer Paints und nach dem Trocken kann man die Farbe mit dem dafür vorgesehenen Verdünner ganz einfach wieder abwischen. Dem Chrom oder der Chrombedampfung macht es nichts. Hätte ich da jetzt Altglatt oder sonst irgendwas anderes genommen, dann würde es mir das gleich wieder wegputzen. Das Endergebnis, das schaut dann so aus. Zoome ich da wieder ein bisschen rein. Ja, das ist einfach gemacht und hat einen super Effekt. Jo, und zu guter Letzt habe ich da noch die 2 Deckholbögen. Wie bereits erwähnt, kann man nur die Messevariante darstellen, aber nichtsdestotrotz überzeugen die Nassschiebebilder mit einer sehr, sehr guten Qualität und das Aufbringen ist auch kein Problem. Wie schon gesagt, habe ich diesen Bausatz jetzt schon mehrfach in den Händen gehalten. Diese sind aber alles Auftragsbauten. Für mich selber habe ich noch 2 Stück an Lager und diese werden zusätzlich noch mit diesem Detailset von Hobby Design veredelt. Achtung, es gibt da 2 verschiedene Sets.
Eins davon ist etwas umfangreicher und dafür gemacht, dass man die Motorhaube und die Türen öffnet. Dieses hier bietet nur diverse Ätzteile zum Aufwerten an. Die Schachtel, ja, die schaut auf den ersten Blick einmal unscheinbar aus, aber öffnet man das Ganze, da schaut dann die Welt ganz anders aus. Da hat man nämlich Ätzteile und Kleinteile, soweit das Auge reicht. So, kleine Auslegeordnung machen. Ja, so kann man da zum Beispiel diese ganze Motorkühlung, und da ist auch ein Teil davon, und da kann man da komplett neu aufbauen, was natürlich eine deutliche Steigerung des Detailgrads mit sich bringt. Auch haben wir da diverse Gitter, die im Bausatz teilweise nur als Deckholz beiliegen, und die sind da eben als Ätzteile dabei. Das bedeutet natürlich auch, dass man ein paar Umarbeiten wie Aufsägen in Kauf nehmen muss, um diese zu verbauen. Außerdem kann man den Diffusor, das ist das da, kann man den Diffusor ersetzen, und auch die Heckflügeln da, die bekommen neue Flanken. Alles in allem ist es ein richtig tolles Set, was den Bausatz nochmals massiv aufwertet. Man muss aber auch beachten, dass sowas da nur für fortgeschrittene Modellbauer geeignet ist. Wer sowas noch nie in der Hand gehabt hat, sowas als erstes Detailset wird nicht einmal ich verbauen. Also da wirklich sich im Klaren sein, dass das schon ein bisschen mehr Arbeit bedeutet. Gekauft wurde das feine Set bei sidepod.de, ein kleiner, aber feiner Online-Shop. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dirk, der Inhaber dieses Shops, das ist ein ganz netter Kerl, und wenn er mal was nicht an Lager hat, dann kann man ihn anschreiben und bekommt immer eine Antwort. Also, Grüße an Sidepod. Tja, und das Fazit als solches: der Bausatz von Tamiya, der ist absolute Spitze. Alles passt und benötigt fast keine Nacharbeit. Aus der Box lässt sich somit ein richtig tolles Modell zaubern, das den Namen Schüttelbausatz alle Ehre macht. Und wer sich sowas dann nur dazu leistet, der kann dann dem Ganzen nur die Krone aufsetzen. Hast du jetzt Fragen zur heutigen Folge? Dann einfach in die Kommentare damit, und wenn du noch Lust auf ein weiteres Unboxing hast, dann klick doch da mal drauf. Bis zur nächsten Folge, da wünsche ich wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.